Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Enix hat ja ein gigantisches Update rausgebracht von seinem Superflieger und damit unter anderem auch eine tolle neue Funktion für GSX, und zwar die Automatisierung. Wie das aussieht und vor allem wie auch ihr das einstellen könnt und was ihr dabei beachten müsst, das gehen wir heute in diesem Video durch, Step by Step. Also ich würde sagen, los geht's. Ja, herzlich willkommen jetzt auch schon mal hier nochmal aus dem Phoenix Cockpit. Und das erste, was wir machen müssen, damit wir diese ganzen Automatisierungen bekommen, ist einmal das GSX-Menü öffnen. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Und dann dafür gehen wir auf GSX Settings und dann landet ihr in diesem Fenster. Hier müssen wir jetzt sicherstellen, dass ihr folgende Systeme ausgeschaltet habt. Einmal Always Refuel Progressively, dann Detect Custom Aircraft System Refueling und Assistance Service Auto Mode. Diese drei Funktionen müssen deaktiviert sein, damit alles automatisch funktioniert. Wenn wir das gecheckt haben, dann bestätigen wir das mit OK und landen wieder in unserem Cockpit. Ich werde jetzt schon mal gerade den Flieger einschalten, damit wir gleich weniger Zeit brauchen, um das alles durchzuführen. Und dann geht es weiter mit dem IFB. Wir gehen ins IFB und dann klickt ihr einmal auf Enix. Ich habe jetzt schon mal einen Flugplan hochgeladen, beispielhaft. Und als nächstes gehen wir hier auf Sim Settings. Und dann auf GSX. Ich bin jetzt schon im GSX-Menü. Wir gehen das jetzt alles Step für Step durch. Fangen wir einfach oben links an, bei Service Sequencing. Im Endeffekt ist das einfach nur die Reihenfolge, wie die Services kommen. Fuel und Catering kommt hier zuerst und dann Boarding. Das könnt ihr noch umstellen, wenn ihr möchtet, auf Boarding Fuel, aber so ist es am realistischen. Als nächstes kommt Auto Catering. Auto Catering ist, wie der Name schon sagt, dass automatisch das Catering kommt. Danach als nächstes Wait for Refuel before Boarding. Das hat auch einen kleinen Realismusaspekt, denn ihr werdet es nie erleben, dass ihr in ein Flugzeug einsteigt, was gerade betankt wird. Das hat halt einen Sicherheitsaspekt. Es sei denn, ihr habt hinten eine Treppe am Flugzeug. Dann könnte es eventuell anders sein. Als nächstes kommt Auto Select Ground Handling Agent. Das ist ein sehr praktisches Feature. Damit müsst ihr halt nicht mehr den Ground Handling Agent automatisch, nicht mehr manuell auswählen, meine ich, sondern er wird automatisch von GSX ausgewählt. Also der vorgeschlagen ist von GSX. Auto Pushback ist auch so eine tolle Funktion, wie ich finde. Und zwar, wenn ihr das Beacon-Licht einschaltet, wird automatisch der Pushback initialisiert. Das ist eine sehr praktische Funktion, wie ich finde. Und entspart sehr, sehr viele Klicks. Als nächstes haben wir Auto Disconnect GPU on Pushback. Das heißt, die GPU wird automatisch beim Pushback vom Flugzeug getrennt und das müsst ihr auch nicht mehr über das Phoenix IFB-Menü ausführen. Dann haben wir das gleiche noch für Auto Connect GPU on Arrival. Das heißt, wenn ihr ankommt, dann wird die GPU automatisch ans Flugzeug angeklemmt. Und als letzte Funktion haben wir noch Auto Deboard. Das ist gleich wie Auto Pushback, und zwar, wenn ihr das Beacon Light ausschaltet und die Parking Brake gesetzt ist, dann wird automatisch das Deboarding eingeleitet. So, wenn wir jetzt einmal wie gewohnt auf Mass and Balance klicken, dann landet ihr in diesem Load Sheet. Das kennt ihr ja mittlerweile bereits, denke ich mal. Wenn wir jetzt auf Load Aircraft gehen, dann haben wir jetzt hier eine zusätzliche Option freigeschaltet bekommen, und zwar GSX. Wenn wir jetzt da draufklicken, dann wird alles von GSX automatisch durchgeführt. Ich mache das jetzt einmal und jetzt seid gespannt. Jetzt lädt er automatisch und alles wird automatisch ausgeführt. Also ich drücke gar nichts. Ja. Ihr seht, wird alles automatisch ausgeführt. Gucken uns das Ganze mal von außen an und ja, warten jetzt einfach mal auf den Fuel Truck, der da vorne kommt. Und ich werde das Ganze jetzt hier auch gleich mal vorspulen.
So, wir gehen jetzt noch einmal ins Cockpit und schauen uns das Ganze nochmal von drinnen an. Und wie ihr seht, Refueling-Prozess ist gestartet und er wird fleißig getankt. Und damit startet jetzt auch gleich schon das Boarding. Automatisiert startet jetzt das Boarding. Ich musste nichts drücken. Da kommt auch der Finger rangefahren. Und dann boarden hier gleich unsere 180 Passagiere. Automatisch fahren jetzt auch hier die Gepäckwagen ran. Wie ihr seht. Und das Gepäck wird gleich auch automatisch eingeladen. So, wie ihr seht, ich habe hier mal einen kleinen Cut gemacht. Und zwar sind die Gepäckwagen jetzt auch schon weg. Und das Gepäck ist eingeladen. Das Boarding ist noch nicht beendet. Wir haben jetzt noch 141 Passagiere. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis ja, das Boarding komplett ist. Und dann geht es auch schon weiter. So, das Boarding ist jetzt jeden Moment beendet. Jetzt ist das Boarding completed und jetzt fahren auch automatisch die Cargo Doors zu. Also ihr müsst hier auch nichts machen. Die fahren automatisch zu. Die hintere soll jetzt eigentlich auch gleich zugehen. Eigentlich sollte diese zugehen. Dauert noch einen kleinen Moment. Oder auch nicht. Ja. Anscheinend haben wir jetzt hier noch ein kleines Problem. Wir bestätigen einfach mal, dass das Flugzeug geladen ist. Die Cargo Door hinten sollte eigentlich auch automatisch schließen. Anscheinend möchte der Phoenix das jetzt mal nicht machen. Kein Problem, wir gehen auf Ground Services und schließen die Cargo Door manuell. So, was wir jetzt jetzt wollte er sie gerade automatisch schließen. Gut. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir sind ja jetzt ready. Das heißt, wir schalten jetzt unsere Parkbremse muss dafür gesetzt sein. Das ist ganz wichtig. Wir schalten jetzt einmal unser IPU-Bleed ein. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann werden wir einmal das Beaconlicht einschalten. Und mit dem Einschalten des Beaconlichts wird die nächste Sequenz initiiert. Und zwar das Pushback. Ich drücke hier nichts. Finger fährt automatisch weg. Hier kommt der nette Kollege. Die GPU wurde automatisch abgeklemmt. Und jetzt läuft alles wieder automatisch. Ja, jetzt wird der Pin dran gemacht. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Jetzt kommt der Pushback-Truck. Locking gear. Er hebt uns an und wir müssen jetzt gleich wahrscheinlich die Parkbremse lösen. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist natürlich sagen, in welche Richtung ihr gedrückt werden möchtet. Und dann geht das Ganze auf Release seinen parking Weg. brakes, please. Wir machen jetzt die Parkingbremsen raus Commencing push. und jetzt werden wir All engines zurückgedrückt. clear. Start at will. Jetzt können wir ganz normal die Engines starten. Ich starte jetzt die Engine nochmal zu zuerst. Und
Und dann kommt gleich auch die Engine Nummer 1. Sollte euch jetzt das Video gefallen haben und ihr ja, habt noch Fragen zu dem GSX-Tool oder zu dieser Automatisierung, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wieder um einen Daumen in nördliche Richtung freuen und natürlich um ein Abo. Bis dahin würde ich sagen, many happy landings und dann würde ich sagen, ist auch das Video hier an dieser Stelle beendet und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer Patrick, auf Wiedersehen. Ciao.